starten hier mit dem Goldpreis, sehen heute Gold wieder ein wenig unter Druck, nachdem wir hier am Donnerstag doch eine etwas stärkere Bewegung aufwärts gesehen hatten. Und die hatte damit zu tun, dass der Arbeitsmarkt dann doch ein bisschen schwächer reingekommen ist als erwartet, insbesondere bei den neu geschaffenen Stellen. Das war auch am Ende der Fokus des Marktes. Parallel dazu sehen wir aber natürlich, dass auch die Entwicklung des US-Dollar unheimlich wichtig ist für Gold. Und genau das sehen wir auch eben momentan. Jedes Mal, wenn der Dollar wieder stark geht, dann kommt Gold wieder ein bisschen zurück. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Größenordnung der Korrektur, dass wir hier von rund 5.600 Dollar runtergekommen sind auf kurzfristig unter 4.000 Dollar, das hat mich schon ein bisschen überrascht. Also das war doch mehr, als ich erwartet hätte. Und diese 2% Bewegung, die 2% Positivbewegung, die wir ungefähr in der letzten Woche gesehen haben, die war meiner Meinung nach als Hauptgrund darin zu finden, dass wir jetzt etwa durch die etwas schwächeren Jobdaten im Prinzip die Spekulation auf eine baldige Zinserhöhung der Notenbank ein wenig aus dem Markt genommen haben, denn das war tatsächlich schon irgendwo das Base-Case-Szenario, dass wir in der nächsten Sitzung schon eine Zinserhöhung in Amerika sehen werden. Ich habe die ganze Zeit über gesagt, dass ich mir das nicht vorstellen kann, dass ich das nicht für besonders realistisch halte, dass Kevin Walsh hier anfangen wird, die Zinsen zu erhöhen. Aber Gold hat auf jeden Fall auf diese Erwartungshaltung reagiert. Und wenn wir uns hier jetzt mal den Goldverlauf anschauen, na, hier ist es immer ein bisschen ungünstig durch diesen Bad-Tick, den wir da drin haben. Aber wir können uns Gold einfach hier mal anschauen. Da sehen wir nämlich zwei wichtige Dinge mit dazu. Zum einen können wir hier relativ gut die Unterstützungsniveaus erkennen. Das ist hier die Taipan-Plattform von Lenz und Partner, mit der arbeite ich sehr, sehr gerne für die Saisonalitäten eben. Ja, das seht ihr hier auch im Hintergrund. Da laufen also zwei Saisonalitäten parallel. Die blaue Linie repräsentiert den durchschnittlichen Kursverlauf von Gold seit 2000. Die graue Linie repräsentiert den durchschnittlichen Kursverlauf von Gold seit 2014. Also eine deutlich jüngere Zeit, eine deutlich kürzere Zeit. Und das, was für mich immer entscheidend ist, ist, dass diese Saisonalitäten sich hier relativ gut deckungsgleich überlagern. Ja, und das heißt für mich, dass im Prinzip seit 2000 sich in den typischen saisonalen Verläufen von Gold nicht viel verändert hat. Und das macht diese Saisonalitäten im Gold sehr, sehr zuverlässig. Und man sieht das, glaube ich, auch ganz schön hier am Kursverlauf. Wenn man sich mal den Kursverlauf von Gold anschaut, da waren wir hier über diese Phase sehr stark. Das war auch genau die Phase, in der es saisonal zu erwarten war, dass wir eine deutliche Stärke sehen. Dann hatten wir hier eine saisonal sehr schwache Phase. In dieser saisonal sehr schwachen Phase hat Gold auch deutlich nachgegeben. Das waren eben die ganzen letzten Monate seit April quasi. Und jetzt können wir uns wieder angucken, was denn für die nächste Zeit im Gold zu erwarten ist. Und das sind dann doch eher wieder deutlich ansteigende Kurse. Ja, vor allem, wenn wir uns das jetzt hier im Schnitt über die wirklich nächsten Monate anschauen, dann sehen wir, dass wir eine recht hohe Wahrscheinlichkeit haben, zumindest saisonal dafür, dass Gold jetzt hier dieses Tief ausgebildet hat. Das würde auch sehr gut passen, ja, mit einem kleinen Fehlbreakout unter diese letzten beiden Zwischentiefs. Ja, und das seht ihr vielleicht dann auch, wenn ihr euch mal anguckt, wie sich hier die Kerzen gestaltet haben, dass wir hier lauter lange Dochte auf der Unterseite haben. Das heißt, wir haben hier ein Niveau knapp unter 4.000 Dollar, was sehr, sehr gut unterstützt ist von Seiten der Käufer. Das ist wohlgemerkt der Gold Future hier. Und da sehen wir also im Gold Future knapp unter 4.000 sind hier immer wieder die Käufer reingekommen. Und ich denke, deswegen haben wir jetzt auch eine gute Chance hier wirklich für eine Bodenbildung im Gold. Und das können wir uns auch noch mal kurz von Seiten des Charts anschauen. Ja, da haben wir jetzt hier auch wirklich so eine erste kleine Sequenz. Es ist noch keine richtig saubere Sequenz, weil das letzte Tief hier noch ein bisschen tiefer lag als das Tief davor. Aber wir sind zumindest schon mal hier übers letzte Zwischenhoch drüber gelaufen. Und mein Base-Case-Szenario für Gold wäre eben jetzt hier noch einen kleinen Anstieg zu sehen, dann eine Konsolidierung und dann vielleicht hier endgültig diesen Weg nach oben fortzusetzen. Also das wäre mal so meine Erwartungshaltung für den Goldkurs. Zusätzlich, und das ist auch das, was die Analysten von JP Morgan hier zum Besten gegeben haben, das fand ich nämlich ganz spannend. Die haben gesagt, die ETF-Zuflüsse, die dürften hier ein wirklich wichtiger Knackpunkt sein für den Goldpreis.
Und deswegen habe ich für euch hier mal eine Grafik erstellt. Das sind die ETF-Zuflüsse der letzten 12 Monate, und zwar die Nettozuflüsse. Und da fällt vielleicht auf, dass wir deutliche Nettoabgänge hatten hier, sowohl im März als auch jetzt im Mai noch mal zuletzt. Und das ist sehr, sehr ungewöhnlich. Ja, das sehen wir über die gesamten letzten Monate vorher nicht. Da hatten wir jedes Mal Nettozuflüsse, und vor allem diese Größenordnung hier, die sehr deutlich war mit 12 Milliarden Nettoabflüssen aus den Gold-ETFs. Das war doch sehr, sehr, sehr deutlich. Aber wenn wir uns anschauen, was natürlich der Märzmonat war, dann war das eben genau dieser hier, der uns auch wirklich diese große Korrektur hier beschert hat. Also wir sehen, ein Großteil dieser Korrektur waren natürlich zum einen Abbau von gehebelten Positionen. Das hatten wir gesehen, dass die gehebelten Positionen im Gold sehr stark geworden sind. Das haben wir dann natürlich auf der Negativseite, und parallel dazu sehen wir eben diese enormen Abflüsse von Seiten der ETFs. Und hier geht man aber davon aus, dass die Abflüsse sich wahrscheinlich jetzt erstmal beruhigen dürften, dass wir wieder Nettozuflüsse sehen. Die Zentralbanken, die bleiben weiterhin wichtig. Also auch die Zentralbanken sind ein ganz, ganz wichtiger Käufer. Aber ja, die ETFs, die sind hier tatsächlich kurzfristig mitentscheidend für den Goldpreis. Ich sehe aber, wie gesagt, gute Chancen. Ich denke, die Situation hat sich deutlich normalisiert. Wir sind jetzt nochmal in diesen Unterstützungsbereich hier reingelaufen, in den großen. Und wenn dieser Unterstützungsbereich hier jetzt hält, ich glaube, dann haben wir eine gute Chance, Richtung Ende des Jahres auch irgendwann wieder so bei 4,8, 4,9 im Goldpreis stehen zu können. Ja, das wäre im Moment so mein Basisszenario, und da würde ich dann auch entsprechend im Halbjahresausblick noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Nvidia, Tesla, Palantir. Welche Aktie bewegt morgen den Markt? Genau das schauen wir uns jeden Tag um 13 Uhr live im OnVista YouTube-Kanal an. Ihr entscheidet im Chat mit, welcher Titel drankommt. Also Kanal abonnieren und morgen live dabei sein.